Endlich ist sie da, die S-Klasse W220 von der Firma Norev im Maßstab 1:18. Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und wie lange haben wir darauf gewartet? Also ganz viele Jahre, bis dieses Modell rauskam, endlich in einer Qualität, die ja wie meine anderen Videos bzw. Autos in meiner Sammlung entspricht, also vor allem diese Norev Modellautos. Bis jetzt gab es ja nur welche von Maisto von diesen Fahrzeugen oder ein 143 und das ist jetzt endlich von Norev ein schönes Modellauto von dieser Version der S-Klasse und dann auch noch als S600 in diesem schönen Silber. Und wir gucken uns gleich mal die Front an. Das ist die Verpackung von der Wagen, ist eine Norev-Edition. In der Packung sind noch 2 Ersatzstände dabei. Hier ganz Mercedes-typisch mit dem Stern oben drauf, ne? Also das hier mit den schön geformten Lichtern. Diese S-Klasse gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das ist einer meiner Lieblings-S-Klassen, weil die Form des ganzen Autos, also das ganze Design wirklich stimmig ist. Auch wie ich gerne zu sagen pflege, vollendet für edler Spitzenkaffee, ja. Aus der Dahlmeier-Werbung, falls ihr die noch kennt von damals. Das ist so ein Wagen für mich, ja. Also dieses Design. Und wir schauen uns auch gleich mal die Motorhaube an, beziehungsweise den Inhalt. So. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Motor ist hier leider nicht so, wie ich es erwarte von Norev. Das geht noch besser. Es ist nicht schlecht, aber da hätte man etwas detaillierter arbeiten können, so mit Farben. Also es gibt ja schon ein paar Farben im Motorraum, so Kabel bzw. Stutzen. Ne? Ich habe ja genug Beispielvideos schon gemacht, wo das war. Auch von Norev wohlgemerkt. Und also da hätte man mehr machen können. Ansonsten eigentlich ganz in Ordnung, bis auf den weißen Wischwasserbehälter wahrscheinlich. Und dafür ist aber die Verarbeitung des Äußerlichen bzw. des Interieurs geradezu, macht das eigentlich wieder wett, meiner Meinung nach. Bis auf kleine Kritikpunkte, aber da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Was ich übrigens auch noch sehr schön finde, ist, dass das Holzlenkrad. Das kommt hier ganz besonders gut zur Geltung, finde ich, mit dieser grauen Ausstattung. Und hier können wir jetzt mal die Seite begutachten von diesem schönen Fahrzeug. Und das ist wirklich, wie ihr sehen könnt, eine schöne, geschwungene Linie. Ja, hier passt sehr gut meiner Meinung nach insgesamt zur Form. Man sieht heute auch noch bei den aktuellen S-Klassen nach wie vor die Form dieser Fahrzeuge. Und ich muss dazu sagen, wer den Mercedes kennt, weiß ja, was da vorher war. Das war der W140, ja, der Kohlbenz. Der war sehr groß, sehr eckig und der hat sehr viel Kritik bekommen. Ja? Und da hat sich Mercedes gedacht, okay, wir fahren jetzt eine ganze Nummer kleiner und haben sich gedacht, wir machen den Wagen jetzt einfach ein bisschen kompakter. Ja? Und der sieht jetzt auch nicht so klobig aus, beziehungsweise ich möchte nicht sagen, dass der Wagen klobig ist. Der ist halt nur für mich jetzt, sieht halt schöner aus. Was nicht heißt, dass mir der W140 nicht gefällt, denn den habe ich auch schon im Video vorgestellt. Verlinkt natürlich oben im i oder in der Beschreibung. Schaut euch das am besten im Nachhinein von dieser Vorstellung an. Jetzt nochmal zur Seite. Wie gesagt, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die Form ist wirklich sehr, sehr stimmig. Die Felgen sind für mich, glaube ich, die besten oder die schönsten, die man hier eigentlich zu machen kann zu diesem Fahrzeug. Passen einfach wunderbar. Ja? Also kann man nicht großartig was dazu sagen. Es sieht einfach insgesamt schön aus. Kommen wir zum schönen Heck. Und das, was ich hier besonders schön finde, ist der Übergang. Ja? Das hat mir bei diesem W220 Modell immer besser gefallen als bei sämtlichen anderen Fahrzeugen. Und das ist hier der Übergang zum Kofferraum. Sieht sehr elegant aus. Gleichzeitig hier die geschwungenen Linien von der Heckleuchte. Sieht einfach sehr, sehr gut aus. Und das ist hier auf jeden Fall das Heck. Auch wieder hier sehr, Understatement-mäßig. Auch als S600 sieht er jetzt nicht so aus, als ob er 12 Zylinder hat, ja, und ganz viel PS. Außer vielleicht die 2 Auspuffblenden deuten darauf hin, dass er nicht ganz so langsam ist oder so viel Power hat. Und ja, hier Mercedes-Stern. Und hier kann man schon sehen, schönes hellgraues Interieur. Ich öffne jetzt mal den Kofferraum. So. Und ich werde euch hier gleich mal mit reinnehmen. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Innen drin ist alles mit Filz ausgekleidet. Und sogar hier oben, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, es ist Warndreieck und hat kleine rote Knopf zum Schließen des Kofferraums angebracht. Also sehr detailliert und hier oben natürlich auch mit Filz ausgekleidet.
Das ist ein Detail, was ich immer sehr gern sehe. Es gibt ja Modellautos, bei denen das am Kofferraum ja nicht gemacht wird, obwohl es so Originales hat. Das ist natürlich nicht so schön, aber hier ist es auf jeden Fall dabei. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, das gefällt mir wirklich gut. Aber kommen wir gleich zu einem Kritikpunkt, das ist mir aufgefallen. Und zwar, wenn ich hier unten durchgucke. Ja, seht ihr das unten bei den Türen? Ja, hier hat man es gesehen, glaube ich. Ja, hier. Seht ihr das hinten? Da scheint es ein bisschen durch und vorne ist das auch der Fall. Ja, die Spaltmaße sind jetzt nicht ganz so. Ja? Also man kann durchblicken. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Hätte man besser machen können. Aber naja, insgesamt ist das Bild trotzdem ganz gut. Der Unterboden von dem Wagen sieht übrigens so aus. Ja. Also nicht jetzt großartig spektakulär, aber durchaus machbar. Ich öffne jetzt das Fahrzeug. Auch hier die schöne Türform gefällt nach wie vor sehr gut und ich finde, der Wagen ist sehr, sehr zeitlos. Und wir schauen wie immer erstmal auf die Fahrerseite. So. Und hier, schaut euch das an. Das ist das, was ich meinte. Die Innenausstattung dieses Wagens oder des Interieurs, des Designs, das sieht einfach wirklich sehr, sehr schön aus. Hier die Türverkleidung, alles sehr, sehr stimmig, sehr unaufgeregt, aber trotzdem sehr schön. Im Innenraum können wir unten im Fußraum sehen, ist es natürlich auch mit Teppichimitat verkleidet, ne? Das ist natürlich klar, bei einer schönen S-Klasse. Hinten auch. Alles sehr edel. Ich drehe das Ganze mal. Und hier kann man besser reingucken, ja, vorne. Die Mittelkonsole, ja, mit dem schönen Wurzelholz. Natürlich hier in dem Fall keins in einem Modellauto. Aber hier die Seitenverkleidung der Tür. Auch im Heck. Sehr schön. Wie gesagt, beflockter Teppichboden. Und was mir auch noch gut gefällt, hier an der Kofferraum, am Handschuhfach ist auch beflockt. Genauso an der Seite dort von der Mittelkonsole. Ja, alles auf jeden Fall sehr, sehr edel. Schiebedach hat der Wagen natürlich auch noch. Ja. Ist im Prinzip die größte Ausstattung, die gibt. Und ja, was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Wie findet ihr den? Ich meine, es gibt noch eine andere Version, die rauskommen. In schwarz. Und den werde ich mir bestimmt auch noch besorgen. Der ist nämlich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich habe sehr lange auf dieses Modell gewartet. Und ich bin endlich froh, dass Norröf es herausgebracht hat. Und ich denke, einigen von euch geht es genauso. Kriegt auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Wer den Mercedes sammelt, ich denke, da darf so eine S-Klasse nicht fehlen. Ja. Und gerade hier in der schönen Ausstattung, ich habe es ja vorhin gesehen, ich habe den auch jetzt vorgestern erst, wo ich den fotografieren war, extra für euch natürlich schöne Fotos, so wie sonst ja auch immer, ein echtes gesehen, ja, den echten Wagen und natürlich selbe Ausstattung, ne? Lustigerweise auch Schiebedach. Habe ich gedacht, komm, mach mal ein Foto. So, also wie gesagt, schaut euch das Video vom W140 an, das ist der Vorgänger, wie gesagt, und den Nachfolger natürlich, der W221, und den habe ich auch schon ein Video gemacht und da kommen auch mehrere. Schaut euch das an, ist hier in dem Fall ein AMG von AutoArt. Ja, Heilige Gral habe ich den genannt, weil das wirklich ein Schmuckstück ist. Und schaut euch das an. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.